Ist Christa? Wo ist sie denn? Ich hatte die stille Hoffnung, dass ich ihr gar nicht mehr begegnen müsste. Du tust ja gerade so, als wäre sie ein Monster. Sie ließ sich das Dorf anschauen und wartet darauf, dass du dich meldest. Dass ich angekrochen komme, das trifft es wohl eher. Boah, bist du ätzend. Sie hat sich doch ehrlich bei dir entschuldigt. Es ist aus. Begreif das endlich. Nein! Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Werd erwachsen. Menschen trennen sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christi auf einmal so egal ist, dass du nicht mal mehr mit ihr sprichst. Du hast ihr gestern ein paar Dinge an den Kopf geknallt und dann hast du sie einfach so stehen lassen. Pass mal auf. Sie hat unsere Beziehung weggeworfen. Und jetzt, wo ich eine neue Liebe habe, da will sie mich zurück. So läuft das aber nicht. Das weiß Chris doch auch. Aber sie liebt dich immer noch. Gib ihr doch zumindest die Chance, dass ihr euch vernünftig verabschiedet. Du bist stinksauer. Klar. Aber wenn du sie jetzt einfach so abfahren lässt. Dann bereue ich das irgendwann. In welcher Frauenzeitschrift hast du das denn gelesen? Du hast sie auch mal geliebt. Und ganz tief im Inneren weißt du auch ganz genau, dass die Sache noch nicht fertig ist. Mein schlauer Sohn. Ja, sonst würdest du dich nicht darüber so aufregen. Ich glaube wirklich, ich habe zu viele Frauenzeitschriften gelesen. Gut. Ich rufe sie an und dann schauen wir weiter. Was gibt es so Dringendes, dass ich sofort herkommen musste? Also pass auf, die Wohnung, die wir im Netz gefunden haben, ich habe angerufen. Wir können die uns hier in der Zeit ansehen. Es gibt eine Menge Anfragen. Von mir aus können wir sofort los. Jetzt sofort da. Das passt mir schlecht. Die Praxis meines Gynäkologen hat gerade angerufen. Er kann mich kurzfristig einschieben. Stimmt was nicht? Ach, reine Routine. Oh, sag mal, kannst du das nicht verschieben? Da könnte ich mitkommen. Ich war noch nie beim Ultraschall. Wie kommst du auf Ultraschall? Nee, du hast so gesagt, es ist Routine. Mit so einem kleinen Wurm zu sehen, bevor der da ist. Das nächste Mal nehme ich dich mit, versprochen. Aber diesmal geht's um andere Dinge. Ernährung und so, weißt du? Aber du bekommst von mir eine 1A-Sterneküche. Was ist in deiner Ernährung auszusetzen? Nichts. Es ist nur, weil ich nun mal nicht mehr die Jüngste bin. Da muss man besonders aufpassen. Und ich will nichts falsch machen. Komm, schau dir die Wohnung halt alleine an. Sonst ist sie vielleicht noch weg. Und mach Fotos. Ich will heute Abend, wenn wir uns treffen, auf jeden Fall Fotos sehen. Kannst kaum erwarten. Danke. Nina, was ich jetzt sage, klingt wie das größte Klischee, aber es ist einfach genau das, was ich empfinde. Wenn du mir noch eine Chance gibst, dann wirst du das nicht bereuen. Es tut mir wahnsinnig leid, was ich dir angetan habe. Ich liebe dich. Nur dich. Ich weiß auch nicht, warum ich zwischendurch... Es ging über Wochen. Wir gehören doch zusammen. Gerade jetzt. Denk an damals mit Norman. Wir waren so glücklich, Nina. Das können wir wieder sein, ich verspreche es dir. Du wiederholst dich. Nils, was machst du denn hier? Entschuldige, du kannst natürlich sein, wo du willst. Das ist übrigens Chris. Das ist Nils. Nils? Sie sind der Vater von Norman? Entschuldigung, ich muss weiter. Eine Kollegin ist verschwunden und ein paar von uns. Darf ich Ihnen trotzdem ganz kurz was sagen? Wir beide haben jahrelang nur an uns gedacht und nicht einen Moment daran, dass Sie vielleicht auch ein Recht darauf hätten, zu erfahren, dass Sie einen Sohn haben. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte, dass Sie das wissen. Es war nicht fair.
Ich muss jetzt leider wirklich los. Nils! Könntest du vielleicht... Andrea hat keine Ahnung, mit wem ich mich da gerade getroffen habe. Er braucht es nicht unbedingt zu erfahren. Das geht mich alles nichts an, Nina. Aber dass du mit verdeckten Karten spielst, das sieht ein Blinder. Du, die Wohnung wäre perfekt. 5 Zimmer, Erdgeschoss, Garten. Ich könnte eine Schaukel aufbauen, natürlich einen Sandkasten bauen. Klingt großartig. Ja, schade, dass du nicht mit dabei warst. Ich hätte den Mietvertrag gleich unterschreiben können. Warum hast du es nicht gemacht? Ich wäre bestimmt einverstanden gewesen. Oh, schön, Sie zu sehen. Sie wollen bestimmt die Karten für die Gala abholen. Ich könnte Ihnen auch einen kleinen Rabatt anbieten. Ist immer von Vorteil, den Bürgermeister zu kennen. Was? Das ist der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, Nina? Ihr kennt euch? Und verrätst du mir endlich, seit wann deine Ex in Bichelheim ist? Zufall. Es ist wirklich kein Geheimnis. Seit gestern. Norman hat sie hergelotst. Ja, das hattest du bereits erwähnt. Weil das die Wahrheit ist. Ja, aber das klingt... Ich meine, was ist denn sonst nicht die Wahrheit? Ich war nicht beim Frauenarzt. Ich habe mich mit Chris getroffen. Du hast mir ins Gesicht gelogen? Schon wieder? Norman und sie, die beiden haben einfach so an mir herumgezerrt. Ich wollte es einfach hinter mich sind natürlich bringen. wieder die anderen schuld. Ich kann sie doch nicht so einfach abfertigen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Das hättest du mir doch erklären können, anstatt mich allein zu dieser Wohnungsbesichtigung zu schicken. Das hätte ich, ja. Ich wollte dich nicht belasten. Das war doch einfach nur eine Formsache. Du triffst dich heimlich mit deiner Ex und das nennst du dann eine Formsache? Das war kein heimliches Treffen. Das war eine lästige Pflicht. Sieht so unsere gemeinsame Zukunft aus, ja? Immer wenn es Probleme gibt, dann lügst du mich an. Nein, danke, wirklich kein Bedarf. Wirklich nicht, Nina. Du solltest dir genau überlegen, wie es mit uns beiden weitergeht. So, und ich muss jetzt in die Küche und das ist die reine Wahrheit.